Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report Livestream. Heute mit dem Thema Kupferpreisanstieg signalisiert mehrjährige Rohstoffhause. Disclaimer. Kupferpreisanstieg signalisiert mehrjährige Rohstoffhause. Kupfer, auch Dr. Copper genannt, ist neben Silber einer der wichtigsten Indikatoren für eine Goldaktienrallye wie dieser Chart zeigt. Er weist auf den Anstieg von knapp 8% von Freitag hin und dieser starke Tagesanstieg gab es, solch einen starken Tagesanstieg gab es zuletzt im Jahr 2009, bevor nach einer Kurzkorrektur eine Hausse beginnt. Abgeleitet davon würde Kupfer jetzt innerhalb der nächsten 6 Monate verdoppeln, gefolgt von einer monatelangen Seitwärtsbewegung, 11 Monate, bis es sich dann noch einmal verdoppelt. Insgesamt würde sich Kupfer also in den kommenden 2 Jahren auf 9.000 bis 10.000 Dollar verdreifachen. Der Rohstoffbullenmarkt tritt jetzt in seine stärkste Phase ein, die ihr Leben verändern könnte, wenn sie rechtzeitig die richtige Entscheidung für einen Einstieg getroffen haben. Ja, es ist interessant, eben dieser super starke Anstieg jetzt vom Freitag. Ich denke, das ist ein Signal. Also Märkte kommunizieren, es gibt Einstiegs- und Ausstiegssignale. Ich denke mal, das war jetzt die Bestätigung, dass es jetzt zu einer Rohstoffhause kommt, ganz ähnlich wie 2009, so wie dieser Analyst das sieht. Ja, ich denke auch durch die ganze Geldpolitik, diese Geldmassen, die einfach da sind, das wird mehr und mehr in Realgüter fließen, unter anderem auch Kupfer. Und das ist natürlich auch für unsere Goldaktien interessant. Das in vielen Goldaktien sind natürlich zum großen Teil Kupfer, Bleiwerte, Zinkwerte. Und wenn das in einer allgemeinen Rohstoffweise natürlich höher bewertet ist, macht das die Produktion effizienter. Und zum Beispiel das Nebenprodukt Gold bei diesen hauptsächlichen Kupfersachen ist dann umso leichter, kostengünstiger abzubauen, was wiederum die Aktien wertvoller macht. Also es würde Gold- und Silberaktien, denke ich mal, einen starken Auftrieb geben, wenn der Kupferpreis steigt. Das macht überall die Produktion rentabel, weil, wie gesagt, überall Kupfer mit bei ist. Und bei der Berechnung dieser Potenzialfaktor hier von diesen Gold- und Silberaktien, wenn, wer, da fließt ja niemals Kupfer, Blei etc. ein und ist natürlich nur als positiv zu betrachten, wenn das dementsprechend mehr bewertet. Das würde den ganzen Sektor Auftrieb geben und hoffentlich dazu führen, dass viele Penny Stocks, Goldaktien, Silberaktien, eben mit Kupferanteilen, wie auch immer, dass die dann in den Bereich der 1-Dollar-Aktien oder mehr gehen. Goldprojektgenerator in Quebec, 17 Millionen Marktkapitalisierung, hohes Risiko. Das Unternehmen operiert östlich der James Bay-Region in der Nähe von Newmans Eleanor Mine und von der Azimuth-Elmer-Entdeckung. Insgesamt haben sie 606 Quadratkilometer und 100% befindet sich im Unternehmensbesitz. Die Gebiete Curchi und Mekrator sind Teil des Opinaka metallsedimentären Becken, wo der geologische Kontext Ähnlichkeiten mit der Newsmont Elliman Mine im Westen aufweist. Also bei Mercator, dem Gebiet Mercator, Highlights sind beispielsweise großes Goldpotenzial. Sie haben dort 775 Claims auf 389 Quadratkilometer. Und dann eben noch das Kersey-Entdeckungsloch. Kersey insgesamt hat 178 Quadratkilometer. Und dort gibt es eben Proben und also Bohrergebnis 4,2 Gramm pro Tonne, enthält auch 12,2 Gramm pro Tonne Gold auf 13,5 Meter und sogar 105 Gramm pro Tonne auf über 1,5 Meter. Also da ist Gold da, hochgradiges Gold. Es ist in einer absolut guten Jurisdiction. Es sind sehr große Gebiete. Es ist nahe einer bestehenden Mine. Das Chart sieht auch gut aus. Wir haben hier das Corona-Tief von 2020, seitdem stetiger Aufwärtstrend. Natürlich jetzt hier Anfang 22 mit der Korrektur hier von ungefähr 30 Cent auf aktuell 19 Cent
jetzt noch heruntergezogen, aber Sie sehen, von dem Tief hat sich die Aktie auch entfernt. Ich denke, wir haben es einen schönen Aufwärtstrend. Auf den Gebieten ist was Interessantes, die sind sehr gut. Ähm, Es ist ein absolut sicheres Rechtsgebiet, hochgradiges Gold, sicherlich, sag ich mal, hinsichtlich in der Risikoklasse hohes Risiko, sicherlich eine interessante Aktie, die man sich auf alle Fälle mal ansehen sollte. Ist natürlich wie immer keine Kaufempfehlung, aber diese Aktien deuten durchaus darauf hin, diese Art Aktien, dass sie durchaus ein Erfolg werden könnte und stellen sich einfach mal vor, Gold übersteigt 2000 $, wo könnte dann diese Aktie sein und steigt auf 2300? Und wenn dann noch gute Bohrergebnisse von diesen Gebieten noch hinzukommen und dann die Euphorie, dass dann tatsächlich auch dann Mine gebaut werden, wie sie auch die Nachbarmine ist, sowas kann dann diese Aktien sehr starken Auftrieb geben. Also Psychologie ist natürlich bei Goldaktien besonders alles. Wenn sich keiner für den Sektor interessiert, dann sind die am Boden, sind sie halb tot. Wenn aber allerdings eine Goldmania ist, dann blühen die auf. Ähm, äh, wie man es vorher hätte, nicht geglaubt hätte. Also es ist Goldaktien das ist ein wirklich extremes Investment. Meistens sind sie eigentlich am Boden, keiner interessiert sich für die. Aber wenn es eben zu einer richtigen Bullenmarkt kommt, dann will die im Grunde genommen jeder. Also es ist wirklich die Analogie, die man sagen kann, es ist, sag ich mal, wie ein Streichholz, die man in einem dunklen Raum entzündet. Dieser Streichholz übernimmt die komplette Show, allerdings nur für eine kurze Zeit und nach einer Zeit ist eben das Streichholz aus und so ist es auch mit der Bewertung der Goldaktien. Daran sollte man immer denken, wenn man im Bereich Goldaktien denkt. Aber wie gesagt, wir sind noch weit vor der wirklichen Entzündung und vor allen Dingen vor der Phase, wo sie alles überstrahlen. Ähm, Da kann man noch einsammeln auf alle Fälle. Ja, Goldaktien-Bullenmarkt, das ist genau das gewesen. Da sind die Aktien teilweise, die Penny Stocks von 10, 15, 20 Cent auf 15, 20, 30, $40 gestiegen. Teilweise konnte man aus $1000 eine Viertelmillion machen. Das hoffen wir natürlich, dass es in irgendeiner Art und Weise jetzt auch wieder passiert. Muss man sehen. Jedenfalls eins ist auffällig, der gesamte Goldaktiensektor ist im Verhältnis zu den 1970er Jahren strukturell unterbewertet, abnormal tief. Das heißt, Gold muss möglicherweise nur etwas steigen. Damit meinen wir über 2000, 2300, vielleicht 2500. Und wir könnten eine ungeheure Goldaktienrallye haben, die möglicherweise sich dieser Rallye hier der 1970er Jahren annähern. Aber es ist reine Spekulation. Aber ein Fakt ist, die Goldaktien sind im Vergleich zu den Tief der 1970er Jahre strukturell völlig unterbewertet. Wenn es hier ein Reversal gibt, hier eine Situationsänderung, ist sonst was zu erwarten in dem Sektor. Und das ist auch der Grund, warum den Sektor sind. Goldaktien sind abnormal, immer noch abnormal tief bewertet und es gibt keine wirkliche Erklärung dafür. Nur einfach die Beobachtung, dass es so ist. Da kann jeder darüber spekulieren, warum das so ist. Ja, was kann man jetzt noch tun? Natürlich Goldaktien mit großen Ressourcen kaufen. Aufgrund des Risikos das natürlich fein verteilen, in, sage ich mal, Aktien des ähnlichen Types investieren und, sage ich mal, gut performende, auch unter diesen schlechten Bedingungen gegebenenfalls nochmal nachkaufen, dass man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit möglichst große Anzahl von gut performenden Goldaktien hat. Der 1000-Wecker-Report, wir versuchen genau diese Aktien zu identifizieren, sie nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. In was investiert man, wenn der Boom vorbei ist? Bei Interesse erstelle ich noch einen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung. Ähm, ja. Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Ja, das ist ein Unternehmen, die sind immer an physische Ware gekommen. Und gerade ein Zeichen, wo vielleicht es bei den Edelmetallhändlern nicht jederzeit ausreichend Ware gibt, äh, wo es vielleicht zu teuer ist, wo es Abgabemengen gibt, wo sie, sage ich mal, Schlange stehen müssen. Da bietet sich solche Alternative an. Die lagern das so zollfrei in der Schweiz ein. Eine Überweisung, es gibt keine Mindestüberweisungsmenge und schon ist Ihr physisches Gold und Silber in der Schweiz eingelagert. Sie können sich jederzeit ausliefern lassen
oder auch im Zollfreihandel, beispielsweise, wenn jetzt zum Beispiel Silber jetzt gestiegen ist, auch gegenüber Gold tauschen und sich das der Mehrwertsteuer ausliefern lassen. Also es ist möglicherweise ein gutes Werkzeug in einer zunehmend unruhigeren Situation, ob man, sage ich mal, nur sein Fiat-Geld noch in Gold und Silber dementsprechend investieren kann. Das ist meines Meinung ganz gut, wenn man sowas an der Hand hat. Ja, Gold.de, bevor man überhaupt physische Ware kauft, generell Vergleichsportale nutzen. Nützliche Informationen, Kontakt, ja, das ist mal zusammengestellt, mit welchem Broker können Sie arbeiten in der EU, welchen Broker in der Schweiz, Literatur über Goldaktien, Goldakciencharts, Diskussionsforum wie CECA. Generell, wenn Sie Rückfragen haben, Zustellungsprobleme, ich habe öfters mal mit Spam und so zu kämpfen, beispielsweise auch die Mail von T-Systems, die kommen oft nicht durch. Ähm, wenn Sie irgendwas vermissen, mich einfach kontaktieren, mir eine E-Mail schreiben oder im Zweifel anrufen. Ich würde dann, sobald ich Zeit habe, würde ich mich dann bei Ihnen melden. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, den Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über ein neues Video informiert werden. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.